Viele gehen in Lebensberatung, Therapie, Zen-Kloster oder was auch immer, um sich selber wieder mal zu finden. Das ist alles recht und gut. Aber eigentlich, man hat etwas ganz Fantastisches für die Bewusstseinsentwicklung hier. Es nennt sich Geld. Ich bin Peter König, bin in London, in England, geboren, vor fast 66 Jahren jetzt und wohne seit fast 40 Jahren in der Schweiz. Wir Menschen sollen eigentlich tun, was wir im tiefsten Herzen tun wollen in unserem Leben. Man nennt sich das manchmal Beruf oder Berufung oder andere Menschen sagen, es ist der spirituelle Weg. Es gibt auch andere Begriffe dafür und man kann fragen, nicht nur was will ich tun im Leben, aber was will das Leben von mir? Und viele Leute kommen zu mir auch mit dieser Hoffnung, dass die Lösung ist, dass sie werden nachher, nach dem Geldseminar, also im Geld und Gold baden. Und bei mir ist das nicht der zentrale Punkt. Der wesentliche Punkt bei meinen Seminaren ist, dass sie zufriedener weggehen. Was auch immer die äußerlichen Zustände mit Geld sein werden. Ich war da schon relativ jung als Unternehmensberater für die Strategie für Kleinfirmen oder auch einige Großfirmen. Und die Top-Managers, mit denen ich arbeitete, schienen etwas Mühe zu haben mit der Umsetzung von ihren Visionen, Pläne, Werte und so weiter. Und ich kam, um es kurz zu machen, nach ein paar Jahren auf das Thema Geld und die Beziehung zu Geld. Und habe viel experimentiert. Ich habe Geld weggeschenkt, ich habe viel gespielt mit anderen Personen, ich habe ihr Geld weggenommen und wieder mal geschenkt. Ich wollte es wirklich wissen, was macht das Geld mit uns und was machen wir uns mit unser Geld. Manchmal mache ich eine kleine Untersuchung hier. Wir haben einfach diese 2 Papiere hochgehalten und haben gesagt, ja, was ist der Unterschied? Und alle haben zuerst gestürzt auf diesem und niemand hat gestürzt auf diesem. Sie können schauen, welche haben Sie lieber von diesem? Aber ich kann es bringen, in 30 Sekunden, dass jeder in diesem Raum wird sagen, das ist wertvoller. Und wie geschieht das? Also ich werde es einfach umdrehen. Hier ist ein Versprechen von 100 Stunden von meiner Zeit. Welche ist wertvoller? Während meiner Forschungen kam ich zu einem Punkt von viel Geld haben auf 7 Schweizer Franken. Wachte auf einen Tag und sah, eigentlich ich hatte was man nennt, kein Geld, aber es war immer noch 7 Franken in meiner Tasche. Und ich habe gedacht, mein Gott, wie werde ich existieren? Und in den nächsten 10 Sekunden habe ich bemerkt, eigentlich das hat überhaupt nichts mit meiner Existenz zu tun, meine Angst. Ich werde existieren, ich bin nicht am Sterben, ich bin gesund, ich habe viele Talente, ich kann vieles tun, ich werde auf keinen Fall wegen dieser 7 Franken sterben, es hat überhaupt nichts mit meiner Existenz zu tun. Aber das ist es, wir sind alle so getrimmt mit unserer Erziehung, normiert,
auf gewisse Bahnen, was wir dürfen und dürfen nicht mit Geld, dass wir erlauben uns nicht, außer diese Bahnen zu gehen und zu experimentieren. Meine eigene Lösung ist wirklich am Kern dass man bewusst wird über die Beziehung zu Geld und bewusster wird über die Nutzung, wie man kunstvoll mit Geld umgeht in der Welt. Im Leben gibt es überhaupt nichts zu verdienen. Und eigentlich auch im Leben gibt es überhaupt nichts. Es ist unmöglich, dein Leben zu sichern. Jeder wird irgendwann sterben. Und es ist nicht an mir oder uns, unsere Existenz irgendwie zu sichern. Das ist unnötig. Aber wenn ich habe diese Glaube tief in mir konditioniert, dann ist das wieder mal ein Hamsterrad, weil ich werde nie sicher fühlen, sobald ich denke, dass ich muss meine Existenz sichern. Und die Quantität des Geldes ist nie eine Lösung und das ist empirisch 1000-mal bewiesen. Wenn ich mir sage, und das habe ich viel in meinen Seminaren, Leute, die kommen und sagen, ja, ich habe nur 500.000 in meinem Konto. Aber wenn es 2 Millionen ist, dann bin ich gut gesichert. Dann wird mein Leben anfangen. Und wenn Sie erfolgreich sind, kommen Sie zu 1.900.000 und dann sagen Sie, ja, aber 2 Millionen. Jetzt habe ich einen Lebensstil und 3 Pferde und 10 Frauen und 4 Porsche. Das langt weit genug nicht. Ich brauche 5 Millionen. Wenn ich brauche schon Geld für die Sicherheit, lebe ich chronisch unsicher, weil ich hoffe immer noch, dass das Geld wird mir diese Sicherheit liefern, was es nie wird. Man ist geboren ohne Geld und man nimmt einfach alles, was man braucht im Leben und wenn man es nicht bekommt, man schreit. Und zwischen 1 und 2 Jahren ist für die meisten Kinder die erste Erfahrung mit Geld, weil sie wollen nehmen, zum Beispiel in einem Supermarkt und zum ersten Mal sind die Regeln da darf man nicht mehr nehmen und konsumieren, bis Geld in Erscheinung kommt, vielleicht bei der Kassiererin. Und da die erste Lektion ist dann gegeben, dass wenn man etwas im Leben will, braucht man Geld. Und das Kind weiß, wo es ist, sehr oft zu Hause und nimmt es, das heißt stiehlt es. Also ein Großteil der Bevölkerung in meiner Forschung hat gezeigt, dass ein Großteil haben als Kinder gestohlen. Und dann bekommen sie die zweite Lektion, dass man darf nicht stehlen, darf nicht nehmen, man muss arbeiten für das Geld. Aber indem, dass man auf dieser Hamsterrad kommt mit diesen 2 Fallen, kommt man nie zum dritten Teil. Das heißt, wenn man folgt dieser normale Regel, arbeiten, um Geld zu machen, bin ich immer am Ende nur an diesem Hamsterrad und wenn ich es nicht kapiere oder bewusst darüber bin, werde ich sterben, bevor ich anfange zu tun, was ich wirklich will im Leben. Und das ist die Tragik eigentlich, ich finde es etwas tragisch. In 30 Jahren habe ich nicht eine Person getroffen, der zu diesem dritten Teil mit diesem System gekommen ist. Das heißt, das, was man nennt Realität, ist überhaupt keine Realität, es ist rein Schein. Und wenn Menschen sprechen über Esoterik und meinen es in einem schlimmen Sinne, also ein irrealer Sinne, diese Normalregel, das scheint Realität zu sein, ist für mich höchst esoterisch in dieser Art und Weise. Die Leute versuchen in dieser Realität immer an ihren Jobs zu hocken, weil sie denken, das gibt ihnen die Sicherheit. Aber gleichzeitig, man hat genau
Güter geschaffen, die uns diese Arbeit sparen sollte. Jede repetitive Arbeit kann zu einem Computer oder zu einem Roboter heute gegeben werden. Das heißt, wir machen, indem wir noch Menschen in diese Stellen tun, machen wir die Industrie noch ineffizienter. Und es hat keinen Sinn, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, weil unser ganzes System zieht in die andere Richtung und wird uns befreien von dieser sogenannten Jobs. Und wir wollten es vom Ursprung, weil wir wollen noch uns die unkreative Arbeit, die automative Arbeiter ersetzen und sind noch nicht ganz da, dass wir können dies feiern. Ich habe in 1997 gezeigt und war zitiert in einige Zeitungen, dass wir könnten zum Beispiel in der Schweiz es uns leicht leisten, ein Einkommen für alle, sogenannt heute Grundeinkommen, weil das wäre überhaupt kein Problem. Und ich habe gesetzt ein Ziel, ein bisschen provokativ, dass wir sollten 33% Arbeitslosigkeit haben als Ziel. Die echte Freiheit ist Freiheit mit Geld, aber Freiheit auch ohne Geld. Wenn man nur die Freiheit hat, wenn man ein bisschen Geld hat, das ist noch nicht die Freiheit, weil man ist immer noch abhängig von diesem bisschen Geld. Das heißt, Grundeinkommen ist nicht eine Endlösung. Und wenn ich sage ohne Geld in diesem Sinne, ich meine, dass ich befreie mich von das Gedanken, dass was ich will letztendlich im Leben hängt von Geld ab. Aber für die jetzige Standpunkt ist es ich finde es ein toller Projekt, eine tolle Zwischenphase. Weil es bringt einen Diskurs, es bringt ein Bewusstsein in diese ganze Rolle vom Geld in der Gesellschaft auf eine Art, das wirklich einen ganz gesunder Diskurs einführt. Theoretisch ist Geld nicht notwendig. Aber diejenigen, die Geld abschaffen wollen, es gibt einige und das kommt regelmäßig zu, sind eher die haben negative Beziehungen zu Geld. Sie sehen Geld als etwas Schmutziges, Schweres und so weiter, konfliktgeladen, wollen nichts damit zu tun. Das heißt, sie können im Alltag nicht sehr, sehr gut mit Geld umgehen. Für sie auch wäre die Abschaffung von Geld nicht eine Lösung. Sie würden ihre Negativität, wenn es jetzt auf Geld projiziert ist, würden sie etwas anderes, wenn Geld nicht da wäre, auf den projizieren. Und das ist ihre Herausforderung, dass sie mit Geld frei sind dann und nicht als Last letztendlich das betrachte. Was ist Geld wirklich? Was ist Geld wirklich, wenn es aufnimmt all unsere Definitionen? Wissen Sie, es ist Papier, es ist Metall, es erscheint in unseren Rechnungen, es ist in was wir meinen Bankkonto. Haben Sie je Ihr Bankkonto gesehen? Ich war bei einer Privatbank in Genf und habe 70 Bankiers gefragt, wo ist das Geld? Sie könnten mir nicht antworten. Bis es kam zu einem Punkt, wo einer hat gesagt, das ist eine ganz blöde Frage. Wenn Sie bekommen einen Bankauszug am Ende des Monats, das ist auch noch nur ein Stück Papier mit ein bisschen Tinte drauf. Es ist nur Ihre Idee von Geld. Und schau mal, was für einen Unterschied das macht, ob es Firmengeld oder eigene Geld ist, ob es ein Plus vorne hat, vor diesen vielen Nullen, oder ein Minus. Und das ist immer noch nur ein kleines Stück Tinte da. Es ist ganz klar, dass die Kinder sollen die Erziehung bekommen,
ganz jung, so jung wie möglich, was ist Geld, wie funktioniert Geld. Und sie werden es viel einfacher als ihre Eltern verstehen. Aber das Beste, das sie machen können für ihre Kinder, ist die Bewusstseinsarbeit selber. Das heißt, in meinem Fall Bewusstseinsarbeit mit Geld. Bewusster werden über ihre eigene Beziehung zu Geld, weil eigentlich sie bieten das Modell für ihre Kinder und die Kinder folgen oder abneigen. Auf jeden Fall, sie beziehen sich auf ihre Elterns Muster und Verhalten sowieso. Die Quintessenz ist folgendes. Geld ist eine Idee, das man projiziert auf dieses Stück Papier. Wenn man bewusst ist, was man projiziert, dann ist man frei, Geld zu nutzen als gutes Werkzeug. Und nicht nur bin ich dann sicher, aber ich habe keine Probleme mit meiner Unsicherheit. Ich bin sicher, mit und ohne Geld. Und es ist absolut geil, unsicher zu sein und toll. Jedes Projekt und jede Organisation fing an ohne Geld. Es gibt keine Ausnahme. Es war immer zuerst ein Mensch, der begeistert war von einer Idee und hat diese Idee umsetzen wollen. Und diese Person nenne ich dann eine Quelle.